Ich bin wieder da mit einem längeren Video, denn ich habe ganze 4 Bodylotions aus der Drogerie getestet und miteinander verglichen. Und heute ist der perfekte Zeitpunkt, euch zu sagen, welche davon ich am besten finde. Vorab möchte ich aber noch sagen, dass ich eine super empfindliche Haut habe, dass ich eine Duftstoffallergie habe und dass selbstverständlich alle 4 Bodylotions ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierungen auskommen und dass ich leider auch ein absolutes Faultier bin, was das Eincremen meines Körpers angeht. Nichtsdestotrotz muss ich es in regelmäßigen Abständen machen, damit meine Haut nicht zu trocken ist und nicht zu rau ist. Deshalb ist es mir auch unter anderem wichtig, dass eine Bodylotion nicht zu klebrig ist, weil das etwas ist, was ich absolut nicht leiden kann, vor allem im Gesicht. Am Körper stört mich das nicht zu sehr, aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach keine Bodylotion, die den ganzen Tag auf meiner Haut klebt. Starten wir mal mit derjenigen Bodylotion, die ich auf dem letzten Platz sehe. Und zwar ist das die Alverde Pure Comfort Bodylotion. Das heißt aber nicht, dass ich sie super furchtbar finde, sondern dass sie einfach im Vergleich zu den anderen Bodylotions ja, mich jetzt nicht ganz so happy gemacht hat. Und das liegt unter anderem daran, dass sie weder Fisch noch Fleisch ist. Also sie ist nicht pflegend genug, aber auch nicht feuchtigkeitsspendend genug. Sie ist irgendwie so ein absolutes Zwischending und ich mag sie im Vergleich zu den anderen Produkten vom Tragekomfort nicht ganz so gerne, weil sie schon wahrnehmbar ist, ein bisschen mehr sticky ist und einfach, zumindest für meine trockene Haut, nicht so viel tut. Aber sie ist wirklich gut formuliert, vor allem dafür, dass es ein Drogerieprodukt ist und vor allem dafür, dass es ein Naturkosmetik-zertifiziertes Drogerieprodukt ist. Denn hier sind keinerlei ätherische Öle enthalten, keine Parfümierung oder dergleichen. Und das ist wirklich sehr, sehr selten zu finden. Und sie enthält beruhigendes Bisabolol, feuchtigkeitsbindendes Glycerin und barriereunterstützendes Ceramid NP. Nur eine kleine Info zwischendurch, falls ihr euch für die Inhaltsstofflisten der Produkte interessieren solltet. Ich habe sie alle auf meinem Blog runtergeschrieben und auch bestimmte Inhaltsstoffe gehighlightet und zu diesem Video einfach nochmal einen Text verfasst, falls ihr das Ganze nochmal verinnerlichen möchtet. Ich verlinke euch den entsprechenden Blogbeitrag selbstverständlich unten in der Infobox. Auf dem 3. Platz landet die Mixer Bodylotion mit Panthenol und ich weiß auch, dass diese super viele Fans hat, was unter anderem an der Formulierung liegt, denn hier ist Petrolatum enthalten und das ist einer der besten Stoffe, um die Haut vor Feuchtigkeitsverlust zu bewahren und auch einer der verträglichsten. Und ich habe auch gemerkt, wie wunderbar geschmeidig diese Bodylotion meiner Haut macht und dass sie einen richtig schönen, leicht schützenden Film hinterlässt, ohne zu viel zu sein. Also sie ist nicht zu schmierig, sie ist nicht zu fettig, sondern super angenehm und ich empfinde sie auch als richtig gut verträglich. Ich habe sie sogar auf rasierter Haut aufgetragen und konnte da keinerlei Reizungen wahrnehmen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich die Claims dieser Bodylotion ein bisschen eigenartig finde. Und zwar steht hier drauf mit Panthenol, aber das Panthenol ist sehr weit hinten in der Inhaltsstoffliste. Das heißt, davon kann man sich jetzt nicht so viel erhoffen. Dafür ist hier wahrscheinlich einiges an Niacinamid vorzufinden. Höchstwahrscheinlich in einer Konzentration, in der das Niacinamid barriereunterstützend wirken kann. Deswegen hätte es besser gepasst, wenn die hier statt dem Panthenol Niacinamid draufschreiben würden. Aber es ändert nichts daran, dass diese Bodylotion super angenehm ist. Nichtsdestotrotz habe ich einen Favoriten, den ich besser finde und der einen ähnlichen Effekt hat. Und zwar ist dieser Favorit der Körperbalsam aus der Balea Med-Reihe mit 5% Panthenol. Und ich finde einfach, dass man mit so ein bisschen mehr Produkt, also ich würde jetzt nicht sagen das Doppelte oder das Dreifache, einfach nur einen Ticken
mehr ein ähnliches Hautgefühl und einen ähnlichen Pflegeeffekt erzeugen kann wie mit der Mixer Body Lotion. Und wenn man halt bedenkt, dass der Körperbalsam von Balea Med ein bisschen günstiger ist, dann ja, braucht sich das Produkt einfach nicht so schnell auf. Und da der Körper ja nun mal, also die Haut am Körper eine sehr, sehr große Fläche einnimmt, benötigt man ja auch einiges an Produkt, um sich einzucremen, je nachdem wo und wie oft man sich eincremt. Und ich empfinde diesen Körperbalsam auch nicht als übermäßig klebrig oder unangenehm. Ich finde, er pflegt meine Haut wunderbar, er ist schön geschmeidig, er lässt sich gut verteilen, er ist nicht zu ölig, nicht zu schmierig. Und ich finde einfach, dass er im Vergleich zur Mixer Body Lotion einen ähnlich guten Job macht. Etwas, das ich auch super spannend finde, ist einfach das Marketing, denn in dem Balea Med Körperbalsam ist deutlich mehr Panthenol enthalten als in dem Mixer Body Balsam. Dafür ist in dem Mixer Body Balsam mehr Niacinamid drin als in dem Balea Körperbalsam, denn hier ist auch Niacinamid in der Formulierung vorzufinden. Das heißt, da müsst ihr einfach selber schauen, was euch lieber ist. In einer Konzentration von 5% kann Panthenol wundheilungsfördernd wirken, wohingegen Niacinamid ab einer Konzentration von 2% barriereunterstützend wirken kann. Mein persönlicher Gewinner des Drogerie Body Lotion Vergleichs ist die neue Isana Panthenol Body Lotion mit 10% Pflegekomplex aus Panthenol, Glycerin und Lipiden. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese Body Lotion mit dem Körperbalsam von Balea auf dem ersten Platz sehe, weil ich finde, dass sich diese beiden Produkte wunderbar ergänzen. Denn der Körperbalsam von Balea ist eher eine Winter-Body-Lotion, also deutlich pflegender, während diese Body-Lotion von Isana für mich die Definition einer Sommer-Body-Lotion ist. Denn dieses Produkt ist wunderbar wässrig, hinterlässt keinerlei Pflegefilm und lässt sich auch richtig, richtig gut verteilen. Und auch gegen die Formulierung gibt es nichts auszusetzen. Hier ist feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten und 3-zylinderndes Allantoin. Wie gesagt, die kompletten Inhaltsstoffelisten findet ihr auf meinem Blog und dementsprechend ist das für mich einfach eine wunderbar wässrig, leichte Bodylotion, die man gut im Sommer benutzen kann oder, ja, keine Ahnung, wenn man keine überaus trockene Haut am Körper hat. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, falls ihr mal zu einer Bodylotion greifen solltet, die euch nicht pflegend oder nicht rückfettend genug erscheint. Es kann ja sein, dass ihr irgendwie in der Drogerie seid und diese Bodylotion neben der Mixer Bodylotion seht und dann denkt, die ist ja deutlich günstiger, die wird sicherlich genauso funktionieren und einen ähnlichen Pflegeeffekt haben wie die Mixer Bodylotion. Und dann seid ihr zu Hause und seid so ein bisschen enttäuscht, weil die einfach nicht diesen Pflegeeffekt hat wie die andere Bodylotion. Und zwar könnt ihr euch ein Körperöl zur Hand nehmen. Vielleicht habt ihr da auch was zu Hause da und gebt euch was von dem Öl zusammen mit der Bodylotion in die Handinnenfläche, vermischt das und tragt das dann auf die Haut auf. Dadurch ist das Öl nicht so extrem schmierig und die Bodylotion spendet eurer Haut noch zusätzlich Feuchtigkeit, denn die Haut benötigt ja nicht nur Fett, sondern auch Feuchtigkeit. Und es kann auch durchaus sein, dass die Klebrigkeit eurer Bodylotion durch die Zugabe von dem Öl minimiert wird. Das war's schon mit meinem kleinen, aber feinen Drogerie-Bodylotion-Vergleich. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat und würde mich dementsprechend sehr darüber freuen, wenn ihr es teilen würdet oder wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ihr könnt selbstverständlich reinschreiben, welche eure liebste Bodylotion ist. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Drogerie-Favoriten haben solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!